Hallo allerseits und willkommen zum Kanalupdate für September und Oktober 2023. Ja, ihr hört es vielleicht schon, meine Stimme ist ein bisschen belegt. Ich bin nach wie vor ziemlich heftig erkältet. Das geht jetzt schon seit 2 Wochen so. Ich habe mich jetzt ein bisschen mit Medikamenten aufgeputscht, damit ich ja jetzt diese Dreharbeiten einigermaßen über die Bühne bringe. Ja, hilft ja nichts. Ich konnte jetzt auch in den letzten Wochen nicht so viel machen. Aber jetzt reiße ich mich mal ein bisschen zusammen und mache hier das Kanalupdate für euch. Das sind eben so die Pflichten, die man als YouTuber eben hat. Hilft ja nichts. Ja, trotz allem war ich die letzten Wochen relativ produktiv, zumindest bevor ich krank war. Das schauen wir uns in diesem Kanalupdate auch näher an und ich gebe euch auch einen Ausblick auf die Sachen, die so in den nächsten Wochen auf euch zukommen. Fangen wir doch mal gleich an mit den Dingen, die auf euch zukommen. Es stehen 2 Ausstellungstermine an, die möchte ich euch gleich mal mitteilen. Der große Termin zuerst, und zwar werde ich auf die Scale Model World nach Telford reisen, das ist in England. Ja, ist eine riesen Ausstellung, die findet statt am 11. und 12. November 2023. Da wollte ich schon lang mal hinreisen, das ist einfach ein Traum von mir, wollte ich schon länger mal hin. Es hat mir aber in den letzten Jahren irgendwie nie so richtig in den Kram gepasst. Dieses Jahr passt es wunderbar in meinen Terminkalender und deswegen fliege ich da mal rüber und schaue mir das an. Ich bin schon ganz gespannt, man hört auch wirklich viel Gutes drüber. Soll ja wohl eine der größten Modellbauausstellungen weltweit sein. Ja, das klingt doch gut. Da bin ich doch mal ganz gespannt. And I know I have a lot of viewers and fans in the United Kingdom. So if you happen to see me there, please say hello and we can have a short chat and maybe a pint of beer. Who knows? I would love to meet you guys. I have a lot of friends there who I never met before. And I'm also sure I have a ton of fans who want to meet me. So I'm there at Telford, both days, Saturday and Sunday. So yeah, as I said, if you see me, say hello and we can chat a bit. I would love that. Und der zweite Termin betrifft meine virtuelle Modellbauausstellung, die Video Model Show hier auf YouTube. Ja, es ist wieder soweit, alle Jahre wieder. Das wird jetzt im November anlaufen. Ich habe vor, am 5. November das Ankündigungsvideo zu veröffentlichen, wo ich alles genau erkläre, wie man teilnehmen kann und so weiter und so fort. Ist nicht weiter kompliziert, aber ich mache da trotzdem nochmal ein separates Video dazu. Die Anmeldungsphase wird dann voraussichtlich bis zum 3. Dezember laufen und am 10. Dezember werden wir uns dann wieder zusammen als Live-Premiere die Videomodel-Show anschauen. Da freue ich mich schon drauf. Und ja, merkt es euch schon mal vor. Und wie gesagt, Anfang November kommt dann nochmal das Erklärvideo, wo ich dann eben alles nochmal genau darlege, wie man da mitmachen kann. Werfen wir jetzt einen Blick auf die zurückliegenden Veranstaltungen, die ich im September und Oktober besucht habe. In der 2. Septemberhälfte war ich in Ergolding, das ist bei Landshut. Da haben die 9. Bayerischen Modellbautage stattgefunden. Da war ich am Samstag vor Ort und ja, hat mir wieder gut gefallen. Eine kleine, aber feine Veranstaltung, ganz gemütlicher Rahmen. Die Halle ist auch super von der Beleuchtung her. Also da kann man echt nichts sagen. Blöd ist eben bloß, dass das von mir aus betrachtet einfach ja, am Ende der Welt ist. Aber macht ja nichts. Wir haben eine kleine Fahrgemeinschaft gebildet, sind da hingefahren, das war auch ganz witzig. Also von dem her voll okay. Und wie gesagt, eine schöne Ausstellung. Besonders gefreut hat mich, dass ich auf der Ausstellung viele Leute getroffen habe, die ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen habe. Das war echt toll, dass man sich da mal wieder über den Weg läuft. Und ja, man konnte sich da auch einfach super unterhalten, weil es nicht so laut war und auch nicht so betriebsam oder hektisch. Also das war echt super. Also war echt total gemütlich und ja, war einfach schön, dass man da wieder mal die alten Freunde und Bekannten da treffen kann. Es waren auch ein paar Händler vor Ort und in der Flohmarktsektion konnte man auch ein paar schöne Sachen finden. Da konnte ich natürlich nicht Nein sagen und ich habe mir hier von Dragon den Saladin gekauft. Der aufmerksame Zuschauer wird wissen, dass ich schon einen Saladin habe, umgebaut im Lager.
Und jetzt habe ich mir noch einen zweiten geholt. Ist jetzt nicht unbedingt logisch, hat aber folgenden Grund. Den Saladin, den ich schon habe, der kam mit einem Umbausatz von MR-Modellbau für ein Fahrzeug vom Bundesgrenzschutz. Und das finde ich eigentlich ganz interessant. Mein Plan ist aber eigentlich, ein Fahrzeug in Nordirland zu bauen. Und da kann ich ja dann diesen Umbausatz nicht brauchen. Das fand ich immer irgendwie so ein bisschen schade und unbefriedigend, weil was mache ich mit dem Umbausatz? Deswegen war mir klar, früher oder später, ich brauche einen zweiten Saladin. Dann kann ich beides machen, da muss ich mich nicht entscheiden. Ja, und deswegen habe ich den mitgenommen, weil der war vom Preis total okay. Und wie gesagt, ich hatte das schon länger im Hinterkopf, dass ich dann einen zweiten brauche. Und ja, dann musste der eben mit, hilft nichts. Mitte Oktober ging es dann auf die nächste Veranstaltung, und zwar auf die 15. Internationale Modellbaumesse in Ried in Österreich. Ja, da bin ich ja jedes Jahr vor Ort, weil es mir einfach so gut gefällt da. Und auch dieses Jahr wieder hat sich das Ganze voll und ganz bewährt. Hat super Spaß gemacht, war einfach genial rundherum. Also man kann eigentlich eine Modellbaumesse nicht besser organisieren, meiner Meinung nach. Das ist echt genial. Gefällt mir richtig gut. Wir vom PMV Augsburg hatten auch einen riesen Stand da vor Ort. Ich möchte mal behaupten, das war der größte Clubstand. Das waren über 24 Meter Länge. Insgesamt 11 Bierzelttische, doppelreihig, also 22 Tische. Ja, wir waren, glaube ich, zu 10 oder 12 vor Ort. Ja, wenn ich das jetzt mal vergleiche mit einer gewissen Veranstaltung in Norddeutschland, wo man nur einen Tisch bekommt und dann auch noch bezahlen muss fürs Wochenende. Ja, das geht halt in Ried alles umsonst für den Aussteller. Da fühle ich mich dann auch entsprechend wertgeschätzt. Deswegen gehe ich da auch hin. Und ja, die Ausstellung kann sich echt sehen lassen. Da ist alles geboten. Ja, Plastikmodellbau, 2 Hallen, eine Halle Modelleisenbahn und dann noch mehrere kleine Hallen für RC, Lego, Playmobil und so weiter und so fort. Also da ist für jeden was dabei. Wir vom PMV Augsburg hatten dieses Jahr auch das besondere Vergnügen, unseren Clubstand mit unseren Freunden von AMI zu teilen. Das ist unser französischer Partnerverein. Die sind aus dem Elsass bis nach Österreich gefahren, um an dieser Ausstellung teilzunehmen. Denen hat es auch sehr gut gefallen. Und wir hatten am Abend und auch untertags oder eigentlich fast rund um die Uhr Riesenspaß miteinander. Es war so eine Gaudi und einfach super mit den Jungs da abzuhängen. Also ich freue mich schon wieder auf ein Wiedersehen. Ja, und es wäre auch nicht Ried gewesen, wenn es nicht was zu kaufen gegeben hätte. Ich habe mich ein bisschen zurückgehalten, weil es gab schon viel, aber es war nicht alles interessant für mich. Aber das ist ja nur meine Präferenz. So, was habe ich mir gekauft? Hier von Friul für den italienischen L6 bzw. für diese kleine Semovente die Zinnketten. So ein Fahrzeug habe ich noch im Lager und die Ketten von dem Itellerie Bausatz, die sind so nicht so geil, drum lieber Zinnketten. Dann hier von Dragon das Sonderkraftfahrzeug 234-3. Originelles Fahrzeug, finde ich eigentlich ganz cool. Ja, gab es auf dem Flohmarkt für 30 Euro, da kann man nichts sagen. Nimmt man einfach mal mit. Und dann habe ich hier noch so ein kleines Büchlein gekauft. Ja, wie viele Seiten hat es? Schauen wir mal kurz. 1006 Seiten. Hier, The Pride of Eagles. The Definitive History of the Rhodesian Air Force 1920-1980. Ja, handliches kleines Büchlein. Hat mir mein guter Freund Errol organisiert. Ja, eigentlich bin ich ja jetzt nicht so der klassische Flugzeugmodellbauer, aber wenn es um Rhodesien geht und Bücher und Informationen, da bin ich nicht wählerisch. Da gibt es einfach nicht viel und da nehme ich mit, was ich finden kann. Und da sind auch ein paar schicke Fotos drin. Verschiedene Spitfires, aber eben auch aus dem Buschkrieg viel, auch einige Fahrzeuge und natürlich jede Menge Detailwissen und
Hier verschiedene Einsatzberichte und so weiter. Also sehr spannend. Werde ich mal irgendwann mir zu Gemüte führen. Wie viel wiegt denn das? Da könnte man jemanden erschlagen damit. Unglaublich. Also ich bin immer wieder begeistert, dass es solche Bücher überhaupt gibt. In so einem Umfang. Und das weiß ich einfach zu würdigen und deswegen nehme ich sowas mit. Vor allem, wenn der Preis mit 25 € voll okay ist. Ja, schöne Beute, würde ich doch mal sagen. Darüber hinaus wurden mir noch ein paar kleine Geschenke verehrt. Die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Fangen wir mal mit meinen französischen Freunden an. Die haben mir hier als Dankeschön für die erfolgreiche Teilnahme an ihrer Semovente Challenge ein paar 3D gedruckte Teile geschenkt. Und zwar hier einmal ein Kettensatz für eine Semovente und dann hier noch diverses Zubehör für italienische Fahrzeuge. Also Kanister, was sehe ich hier noch? Ein Breda Maschinengewehr, Werkzeuge, ja, Magazine und so weiter und so fort. Das kann man alles sehr gut brauchen. Vielen Dank dafür. Und weiterhin noch hier einen Tiger 1. Hier so als 3D Metallmodell. Kennt ihr ja vielleicht. Das ist so eine Art Foto-Etz, nur dass man das eben ja nur biegen und klemmen muss. Wobei, das stelle ich mir schon relativ herausfordernd vor. Ja, sehr interessant, werde ich mir auch mal vornehmen. Dann weiterhin hat mir der Michael, der ist auf Instagram auch unter der Bezeichnung Migo Modeling unterwegs. Solltet ihr euch mal anschauen, der Link ist in der Videobeschreibung. Ja, der hat mir hier in 1:48 hier einen Flugabwehr-Stackhound von Bronco geschenkt. Das ist, glaube ich, ein recht seltener Bausatz. Ich finde den Stackhound insgesamt total cool. Tolles Fahrzeug. Und 1:48 ist eigentlich auch ein sehr guter Maßstab. Da finde ich bloß schade, dass es da relativ wenig Zubehör gibt. Aber kann sich ja mal ändern. Und dann hat mir noch der Christian, den sehe ich auch jedes Jahr eigentlich in Ried, hier noch ein Buch geschenkt. Das konnte er nicht verkaufen. Auch ganz interessant, hier die schnellsten Propellerflugzeuge der Welt. Also lauter Rekordmaschinen, die da drin sind. Das ist eigentlich auch ganz interessant. Das fängt eben an hier mit verschiedenen Doppeldeckern und zieht sich dann ja, bis in die heutige Zeit. Auch ganz interessant. Finde ich cool. Ja, ich bin ja so eine alte Bücherratte, deswegen freue ich mich über Bücher sowieso immer. Vielen Dank, Christian. Gut, das war der Rückblick auf die 2 vergangenen Veranstaltungen. Jetzt schauen wir uns an, welche Spenden ich bekommen habe fürs Ferienprogramm, für meinen Bastelkurs, den ich hier im Dorf für die Kinder und Jugendlichen jedes Jahr anbiete. Da habe ich wieder verschiedene Spenden bekommen, in Ergolding, in Ried und auch auf anderen Wegen. Und ich dachte mir, es ist einfacher, das hier so zusammenzufassen. Ansonsten ist es vielleicht ein bisschen zu unübersichtlich. Ja, das schauen wir uns jetzt einfach mal so an. Die edlen Spender haben sich wieder mal nicht lumpen lassen, wie man sehen kann. Ja, der Carsten zum Beispiel, alter Wiederholungstäter, der lässt immer wieder mal Bausätze da für die Kinder und Jugendlichen. Diesmal 2 Bausätze von Itellery. Der Christian hat, abgesehen von dem Buch, was er mir geschenkt hat, auch hier einen Porsche-Bausatz für die Kinder dagelassen. Der Errol hat in Ergolding in der Tombola eine Rata gewonnen. Die hat ihm wohl nicht so gefallen. Da hat er gesagt, Michael, nimm's mit. Für die Kinder, die können es eher brauchen. Der Florian hat ein Stuck 3 gespendet von Tacom. Toller Bausatz. Hätte er auch selber behalten können, aber er hat gesagt, nee, nimm's mit. Der Florian, übrigens hier auf YouTube, hat er den Kanal Rock'n'Roll Poser. Kann ich sehr empfehlen, schaut's da mal vorbei. Der baut super Flugzeugmodelle. Kann man echt viel lernen. Ja, dann haben wir noch den Hendrik von den Vienna Painters. Der lässt mir in Ried immer ein paar Bausätze zukommen fürs Ferienprogramm, auch dieses Jahr wieder. Vielen Dank dafür. Das ist echt super. Tolle, ja, anfängerfreundliche Bausätze. Dann habe ich hier eine Spende vom Joachim. Der ist hier auf YouTube als Jorama-Modellbau unterwegs. Hat einen super tollen Kanal. Also ich kenne im Bereich 1:72 eigentlich keinen, der schönere und realistischere Modelle baut als der Joachim.
Also wirklich grandios. Da solltet ihr unbedingt mal vorbeischauen. Dann der Matthias, der hat mir noch 2 Bausätze zukommen lassen, auch sehr anfängerfreundlich. Vielen Dank dafür, Matthias. Dann der Michael, noch 2 Flugzeuge, auch gut. Und dann noch eine super Spende vom Mike. Der hat mir diverse Farben, Kleber, Schleifpapier, Pinsel und so weiter zukommen lassen. Was natürlich immer nützlich ist, weil das einfach so ein Verbrauchsmaterial ist im Kinderferienprogramm. Das ist einfach so. Ja, so viel Großzügigkeit ist echt beeindruckend und ja, ich bin einfach enorm dankbar. Also das ist echt super, dass ihr so viel spendet. Das können wir auch gut brauchen und dank eurer tollen Spenden kann ich dann nächstes Jahr im August den Bastelkurs auch wieder steigen lassen. Und bis dahin bewahre ich die Sachen gut auf und nächstes Jahr kommen die dann zum Einsatz. Also Jungs, vielen Dank nochmal. Gut, wenden wir uns jetzt mal der Werkbank zu und schauen uns zuerst mal an, welche Projekte ich seit dem letzten Update fertigstellen konnte. Ja, wie man sehen kann, habe ich hier die M42 Semovente in Rom im September 1943 fertig. Das war ja meine Challenge, die mir von meinen Freunden von AMI auferlegt wurde. Ich sollte die M42 Semovente von Itellery bis zum Ende des Jahres fertigstellen. Ja, und wie man sehen kann, ist mir das auch gelungen. Im vorherigen Update war das Ganze schon fertig gebaut und bereit für die Lackierung und damit ging es dann auch als nächstes weiter. Zuerst habe ich die Semovente lackiert. Da wurde wie immer zuerst mal alles schwarz grundiert und dann habe ich den Innenraum weiß lackiert. Da habe ich auf ein schönes Farbset von Life Color zurückgegriffen. Das beinhaltet die entsprechenden Innenraumfarben für deutsche und italienische Fahrzeuge. Anschließend habe ich die Innenraumdetails mit dem Pinsel bemalt. Ist nicht sonderlich viel und das Ganze auch gleich ein bisschen gealtert mit Lackschäden und einem Ölfarbenwasch. Und dann konnte ich den Aufbau mit der Unterwanne schon fest verkleben und mich dann der Lackierung der Außenseite des Fahrzeugs zuwenden. Auch dafür habe ich wieder ein Farbset von Life Color verwendet. Hier speziell abgestimmt auf die Fahrzeuge der italienischen Armee. Ist ganz praktisch, da ist alles drin, was man braucht. Die Grundfarbe ist so ein Sandgelb. Da hat man hier 2 zur Auswahl, einen sehr hellen Farbton und einen eher dunklen Farbton. Hat mir jetzt beides nicht so zugesagt. Ich habe die beiden Farben einfach gemischt und dann eben damit das Fahrzeug außen lackiert. Für das Tarnschema habe ich dann hier diesen rotbraunen Farbton verwendet und dieses dunkelgrün. Ich weiß aber nicht genau, irgendwie diese Life Color Farben, die behagen mir nicht so ganz. Die haben nämlich nicht so ein schönes Spritzbild mit der Airbrush. Das ist alles sehr unpräzise und so wolkig irgendwie. Das hat mir gar nicht gefallen. Also der erste Versuch für diese Tarnlackierung, der ging wirklich gründlich in die Hose. Daher habe ich dann nochmal alles mit Sandgelb überlackiert und beim zweiten Versuch hat es dann besser geklappt. Ich habe da Folgendes ausprobiert, nämlich habe ich diese Life Color Farben mit ein bisschen Vallejo Airbrush Thinner, also mit dem Verdünner von Vallejo verdünnt und dann auch noch ein bisschen Flow Improver mit dazu. Und es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Dann haben sich diese Farben wesentlich besser spritzen lassen, also ein sehr schönes, feines Spritzbild und damit konnte ich dann arbeiten. Trotzdem ist so ein italienisches Tarnschema eine ziemliche Herausforderung, weil diese Tarnflecken, die sind sehr klein und sehr eng angeordnet und das ist schon eine ziemliche Herausforderung. Also das macht man nicht mal so eben nebenbei. Also da hatte ich schon ein paar Schweißperlen auf der Stirn. Aber am Ende hat es geklappt und ich war ziemlich zufrieden. Was ich dann immer noch mache bei solchen Tarnschemen ist am Schluss nochmal das Ganze ganz leicht mit der sandgelben Grundfarbe so ein bisschen zu übernebeln. Ja, da kann man nochmal so ein paar Sprenkler oder wo man sich so ein bisschen vertan hat, das kann man so ein bisschen kaschieren da damit und dann sieht es einfach ein bisschen gefälliger aus, ein bisschen runder und weiß nicht, gefällt mir einfach. Das habe ich dann noch so ein bisschen drüber genebelt
und anschließend dann eben noch die ganzen Details lackiert. Das ging dann wieder mit dem Pinsel von Hand. Auch da ist nicht viel zu tun. Es gibt zwar viele Laufrollen, aber der Rest ja, ist relativ pflegeleicht. Ja, dann kamen noch die Abziehbilder aufs Modell. Das hat einwandfrei funktioniert. Ja, und dann habe ich das Ganze noch mit ein bisschen Klarlack versiegelt von VMS. Normalerweise mag ich Klarlack nicht so gern, weil das oft mir große Probleme macht. Aber seitdem ich das Zeug von VMS habe, habe ich da wieder ein bisschen mehr Zutrauen gefasst und das hat auch hier wieder hervorragend funktioniert. Im Anschluss ging es dann an die Alterung. Das war hier relativ simpel. Ich habe erst ein dunkles Ölfarbenwash aufgetragen, um einfach die Oberflächendetails ein bisschen zu betonen. Dann kamen ein paar Lackschäden drauf. Nicht so viele, weil diese Fahrzeuge waren zu dem Zeitpunkt nicht sonderlich alt. Die waren noch relativ neu. Ja, und dann kam noch eine Staubschicht drauf. Da habe ich wieder ein bisschen Erde aus dem Garten geholt. Mit Wasser, Holzleim und Spüli das Ganze eben angerührt zu so einem Wash und damit eben das Fahrzeug verstaubt. Abschließend habe ich dann noch ein paar so Ölflecken aufgetragen oder so ein paar Leckagen, vor allem am Fahrwerk oder auch hier hinten am Motordeck oder Tankdeckel ist. Ja, so ein paar Kleinigkeiten, weil viel mehr kann man nicht machen. Das war eine trockene Jahreszeit. Die Fahrzeuge waren im Umland von Rom stationiert und hatten einen relativ kurzen Weg in die Stadt. Also die konnten eigentlich maximal bloß staubig werden. Und in der Stadt selber wird so ein Fahrzeug ja eigentlich nicht dreckig. Also von dem her habe ich das hier ganz einfach gehalten. Damit war das Fahrzeug schon mal erledigt und ich konnte den Sockel lackieren. Das war relativ aufwendig, wie man sich vorstellen kann, weil hier einfach verschiedene Komponenten vorhanden sind, die alle ein bisschen unterschiedlich behandelt werden müssen. Also zunächst mal habe ich alles mit der Airbrush mal so grob vorlackiert. Also alle großen Flächen, also die Straße und den Gehweg, grau lackiert. Die ganzen Bereiche, wo man die Ziegelsteine sehen kann, mal so braun lackiert. Und die verputzte Fassade habe ich mit so einem dunklen Hautfarbenton lackiert. Das sieht zwar jetzt so am Ende so ein bisschen Terrakotta-Orange aus, sage ich mal, aber im Grunde genommen ist es eigentlich bloß eine bisschen dunklere Hautfarbe. Also dieser Farbton an sich, der wird eigentlich immer ziemlich unterschätzt. Der ist enorm vielseitig, je nachdem, wie man den eben einsetzt. Dann kam wieder der Pinsel zum Einsatz, weil dann musste ich die ganzen kleinen Details bemalen. Also diese weißen Teile der Fassade habe ich angepinselt, auch diese dunklen grauen Bereiche und natürlich auch bei den Ziegelmauern und bei der Pflasterstraße habe ich eben einzelne Steine farblich ein bisschen abgesetzt, damit es ein bisschen natürlicher wirkt. Das will man einfach nicht einfarbig lassen, sondern da muss ein bisschen Variation rein. Abschließend habe ich dann noch die letzten Details farblich behandelt, also so Kleinigkeiten wie das Balkongeländer oder den Brunnen und so weiter. Ja, und dann habe ich noch was Neues ausprobieren wollen. Mir haben nämlich diese ganzen großen Fugen im Pflaster vom Gehweg nicht so gefallen. Normalerweise würde ich da entweder gar nichts machen oder irgendwie bloß Erde aus dem Garten mit reinmanschen. Aber hier wollte ich mal was anderes ausprobieren und zwar habe ich einfach Mörtel genommen, einfach dieses Pulver und habe das eben in diese Fugen reingekehrt sozusagen. Also eigentlich wie man das auch bei einem richtigen Pflaster machen würde. Und dann habe ich das Ganze eben befeuchtet und dann härtet das eben entsprechend aus und dann sieht es eben wie ein richtiges Pflaster aus, so richtig so einbetoniert und das sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, dann blieb noch die Alterung. Da habe ich wieder mal Ölfarben verwendet, ziemlich großflächig. Das wirkt auch hier ziemlich gut, weil einfach hier viel Textur da ist, wo dann die Ölfarbe auch sich dran setzen kann. Das sah eigentlich ganz gut aus. Da habe ich dann gleichzeitig auch noch ein paar Verlaufsspuren hinzugefügt, vor allem hier oben an diesem Sims oder auch hier an der Seite, damit es einfach ein bisschen verwitterter aussieht. Genau, und dann habe ich hier hinten noch ein bisschen Erde befestigt,
die Zypresse eingeklebt und noch ein paar Grasbüschel platziert. Sieht vielleicht ein bisschen zu verwildert aus hier hinten, aber ich hatte jetzt nicht Lust, da irgendwie einen großen Stadtpark da anzudeuten oder so. Deswegen lieber so ein bisschen so eine verwahrloste Optik, das passt eigentlich auch ganz gut. Ja, dann gab es noch hier für den Brunnen so einen Wassereffekt. Ja, ganz einfach, da habe ich ein Stück transparenten Spritzling genommen, mit dem Feuerzeug erhitzt, auseinandergezogen und dann eben mir so ein Stück durchsichtigen Plastikfaden abgezwickt und den hier eingeklebt. Ergänzend habe ich dann noch ein bisschen Vallejo Stillwater da mit hinzugefügt, vor allem unten im Becken, aber auch eben um diesen Wasserstrahl herum, damit es eben nicht so glatt aussieht, sondern so ein bisschen flüssiger aussieht, sage ich mal. Und das ist eigentlich ganz gut geworden, das gefällt mir gut. Und dann noch ein paar letzte Details, wie zum Beispiel so Plakate, Straßenschilder, Hausnummer und so weiter. So Kleinigkeiten eben. Ja, und hier oben noch ein bisschen Taubendreck am Sims. Weil in Rom sind einfach viele Tauben unterwegs, die entsprechend alles verschmutzen. Habe ich hier auch noch angedeutet, so als kleinen Farbkontrast. Die letzte Aufgabe, die es dann noch zu erledigen galt, war die Bemalung des deutschen Fallschirmjägers. Ja, ist eine schöne Alpine-Figur, die bemalt sich fast von selber. Also da habe ich jetzt nichts Besonderes gemacht. Ich habe die Figur einfach bemalt, wie ich das immer mache, mit verschiedenen Farben von Live Color, vor allem fürs Gesicht, und Revell Acrylfarben für die Uniform. Und das hat auch wieder ganz gut funktioniert. Ja, am Schluss dann noch ein Ölfarbenwash drauf, ein bisschen Staubeffekte auf die Uniform, und dann habe ich das auch befestigt und dann war die Szene eigentlich schon fertig. Ja, ich bin mit dem Ergebnis ziemlich zufrieden. Das ist ein bisschen aufwendiger geworden, als ich es eigentlich gedacht hatte, aber ja, das hat mich irgendwie so inspiriert, dass ich mir dachte, nee, wenn ich so eine Semovente baue in Rom, dann soll das auch ein bisschen nach Rom aussehen, und dann brauche ich eben einen entsprechenden Sockel dafür, der auch ein bisschen so ein urbanes Flair eben hat. Ja, ist ganz hübsch. Ich hatte es auch schon auf einer Ausstellung dabei in Ried. Kam ganz gut an, das Teil. Und auch bei meinen Freunden aus Frankreich von AMI, die haben sich auch sehr drüber gefreut. Und da möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken für die Einladung zu dieser Challenge. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich bin gespannt, was ihr Jungs dann noch so abliefert. Kommen wir nun zu den Projekten, die ich in Arbeit habe, beziehungsweise die ich nicht in Arbeit habe. Beim K5E Eisenbahngeschütz von Dragon ist es wieder nicht vorangegangen. Ich will euch nicht zu sehr damit langweilen, aber so ist es eben. Das Ganze ist jetzt in der Form, wie es gerade ist, einfach ziemlich gut zu verstauen. In dem Moment, wo ich da eben groß angelegt weitermache, ist es ein bisschen schwierig vom Platz her momentan. Deswegen ist mir das gerade ganz recht, dass ich das so ein bisschen verstauen kann hier, als einzelne Komponenten. Genau, aber der Tag wird kommen, wo es mich wieder packt, wo ich dann damit weitermache, und dann gibt es da auch wieder Neues und Spektakuläres zu berichten. Dafür hat der Jagdpanzer IV Bodybuild, den ich zusammen mit Panzermeister 36 unternehme, gute Fortschritte gemacht. Immerhin das. Wie man sehen kann, ist es mir gelungen, die beiden Fahrzeuge zu lackieren. Da hatte ich einfach letztens richtig Bock drauf, mal mit der Airbrush da ranzugehen und ein paar schöne Tarnschemen zu lackieren. Und da war es ganz praktisch, dass die zwei Modelle da eigentlich schon bereit standen dafür. Ja, wie immer habe ich erstmal alles schwarz grundiert und dann habe ich die Fahrzeuge sandgelb lackiert erstmal, so als Grundfarbe. Da habe ich für die Fahrzeuge auch unterschiedliche Farbtöne verwendet, damit es einfach nicht so gleich aussieht. Für den Jagdpanzer IV habe ich einen helleren Farbton verwendet, für die Halbkette ein bisschen dunkleren. Genau, und auch beim Tarnschema habe ich ein bisschen geschaut, dass das abwechslungsreich ist. Ja, das Sonderkraftfahrzeug 250 habe ich mit einem Dreifarbschema bemalt, mit relativ großen, breiten Flecken, wie das so
ja, typisch ist für die späteren Kriegsjahre. Und den Jagdpanzer 4 habe ich nur zweifarbig lackiert, also nur so braune Flecken drauf. Ich finde, das kommt ganz gut. Abwechslung muss sein und ja, wir wollen ja nicht, dass es irgendwie monoton aussieht am Ende, sondern eben schön abwechslungsreich ist. Danach habe ich dann noch die Details bemalt und auch noch ein paar Abziehbilder drauf gemacht. Nichts Spektakuläres, ja, und damit wäre das Ganze schon mal bereit für die Alterung. Da werde ich mich dann demnächst mal drum kümmern, wenn mich mal wieder der Rappel packt und ich irgendwas altern will, habe ich wieder was parat stehen dafür. Im vorausgegangenen Kanalupdate habe ich euch das Sonderkraftfahrzeug 247 Ausführung B von ICM als neues Projekt vorgestellt. Und auch dieses Teil hat gute Fortschritte gemacht in den letzten Wochen. Da habe ich in der Zwischenzeit den Sockel vorbereitet, mir eine Figur ausgesucht und das Fahrzeug ist ja jetzt mittlerweile fertig lackiert und bereit für die Alterung. Also auch da geht es eigentlich ganz gut voran. Der Sockel, das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte, so wie ich meine Sockel eigentlich immer baue. Das ist einfach nur ein Holzbrett. Außen habe ich das mit Balsaholzplatten vertäfelt, das Ganze eben schön sauber zugeschliffen. Innen drin habe ich das Ganze mit Styropor aufgefüllt und dann entsprechend zugeschnitten. In dem Fall habe ich eigentlich nur hier so einen Straßengraben herausgearbeitet. Den Rest habe ich einfach eben gelassen. Ja, dann habe ich das Ganze mit Mörtel und Modelliermasse überzogen, damit es eben ein bisschen hart wird. Und noch den Meilenstein mit eingearbeitet. Ja, das wäre es eigentlich schon. Den Sockel habe ich ein bisschen höher gemacht. Zum einen, weil mir das jetzt in dem Fall einfach gut gefällt. Und zum anderen möchte ich ja hier vorne noch dieses Abzeichen unterbringen. Und das soll natürlich auch Platz haben. Das ist hier einfach nur ja, ein Funke-Abzeichen. Ja. Die Figur, das ist hier ein deutscher Panzeroffizier von Alpine. Das sieht eigentlich ganz lässig aus, wie er dann so am Fahrzeug lehnt. Ich weiß noch nicht genau, wo ich ihn hinstelle, hier oder hier vorn. Mal schauen. Ich glaube, hier hinten passt er eigentlich am besten hin. Ja, und das Fahrzeug an sich war eigentlich schon bereit für die Lackierung. Habe ich erst alles schwarz grundiert, was vor allem beim Innenraum nicht ganz einfach war, aber es hat geholfen, dass da eben die ganzen Luken und so, dass ich die alle noch separat hatte. Dann konnte ich da auch überall rein lackieren und so weiter. Und dann kam Panzergrau drüber. Da nehme ich gern von Revell das Matt 78. Das sieht eigentlich ganz überzeugend aus für meinen Geschmack. Ja, und dann habe ich noch die ganzen Details bemalt, vor allem im Innenraum. Ja, nichts Spektakuläres, aber sieht ganz nett aus. Bei den Abziehbildern habe ich mich für eine Variante entschieden, die bei ICM nicht beinhaltet ist. Und zwar hier habe ich ein Fahrzeug darstellen wollen der 3. Panzerdivision. Da gibt es ein recht interessantes Farbfoto. Ja, da habe ich mich ein bisschen dran orientiert. Wobei das Fahrzeug jetzt in der Konfiguration nicht exakt dieses Fahrzeug in dem Foto darstellt, aber das sind Kleinigkeiten. Ich finde einfach diese Abzeichen sehr attraktiv und deswegen habe ich mir die eben ausgesucht. Genau, als nächstes werde ich das Modell mit Klarlack überziehen und dann geht es an die Alterung. Und ich denke auch, dass das jetzt das Projekt sein wird, wo ich mich in den nächsten Wochen drauf fokussiere und das dann auch fertigstellen möchte, wenn es geht, bis zum nächsten Kanalupdate. Mal schauen. Dann habe ich noch, wie könnte es anders sein, ein neues Projekt begonnen. Und zwar habe ich mir hier für die M7 Priest Panzerhaubitze ausgesucht von Dragon im Maßstab 1:35. Ja, normalerweise baue ich alliierte Themen eher selten, aber ich habe jetzt hier den perfekten Vorwand, weil meine Freunde von AMI planen im November nächsten Jahres eine Ausstellung zum Gedenken an die Befreiung des Elsasses im November, Dezember 1944. Und da ist eben vorgesehen, dass man eben nur Modelle ausstellt, die eben zu diesem Thema passen. Und da ich da eben relativ wenig habe, aber trotzdem mitmachen möchte, muss ich da mal langsam in die Gänge kommen und anfangen, was dafür zu bauen.
Wenn ich es schaffe, möchte ich da mehrere Szenen bauen. Das ist jetzt hier mal die erste. Da habe ich mir jetzt einfach den M7 Priest ausgesucht, weil ich das einfach ja, für ein interessantes Fahrzeug halte und es auch gestalterisch ziemlich viel zulässt. Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe das schon fertig gebaut, habe auch schon ein bisschen Zuladung befestigt und mir auch schon die Figuren präpariert. Die sind alle von Alpine wieder. In letzter Zeit verwende ich sehr viel Alpine-Figuren. Ja, soll eine kleine Szene werden. Ja, bin mir noch nicht ganz sicher genau, was es darstellen wird. Ich dachte mir vielleicht irgendwie so ein Hinterhof in so einem elsässischen Dorf oder vielleicht ein Garten oder ein Waldstück oder so irgendwie. Da bin ich mir nicht ganz sicher, was das genau werden soll. Bei dem Bausatz handelt es sich um die Wiederauflage des ursprünglichen M7 von Dragon. Der ist aus dem Jahr 2012, glaube ich, oder 2011. Und die Wiederauflage, die kam letztes Jahr raus. Und da waren dann auch statt der Gummiketten auch die Magic Tracks dabei, was für mich eigentlich der Hauptgrund war, diesen Bausatz zu kaufen. Die Details sind recht schön an dem Modell, da gibt es nichts dran auszusetzen, da ist alles da. Auch der Zusammenbau war größtenteils ganz gut, hatte ich kaum Probleme. Die Haubitze an sich, die ist ein bisschen fummelig, sage ich mal. Ich habe die jetzt hier auch noch nicht endgültig befestigt, die kann man rausnehmen und separat lackieren. Ja, die ist ein bisschen fummelig und auch die Bauanleitung, die Reihenfolge, wie die vorschlagen, dass man die Haubitze zusammenbauen soll, die ist ein bisschen seltsam. Also da muss der Modellbauer selber ein bisschen nachdenken und einen besseren Weg finden. Genau, aber ansonsten recht schön. Alurohr ist auch dabei, ein paar Ätzteile sind dabei, also eigentlich ganz nett. Auch hier diese Munitionsbehälter, die sind noch nicht verklebt, die kann ich auch rausnehmen. Auch das MG hier ist abnehmbar. Und auch die Ketten, die kann ich auch noch abnehmen. Genau, das waren ja hier diese Magic Tracks. Recht schön an und für sich. Man musste ein bisschen was dran versäubern. Nur das wirklich große Problem war hier, es waren zu wenig Kettenglieder drin. Da bin ich erstmal aus allen Wolken gefallen, als ich das festgestellt habe. Das ist echt bitter. Also massiver Fehler von Dragon. Ja, ich wollte mir dann auf verschiedene Arten behelfen. Zum Beispiel habe ich von Meng den Sherman Jumbo. Da sind 2 Kettensätze drin. Dachte ich mir, nehme ich halt da die Gummiketten raus und mache die da drauf. Die sind aber zu kurz. Also es scheint wohl so zu sein, dass das Fahrgestell vom Grand oder dem M7 eben ein bisschen länger ist als das Fahrgestell vom Sherman, was mir ehrlich gesagt noch nie aufgefallen ist. Aber scheint wohl so zu sein und Dragon hat anscheinend nur die entsprechende Kettengliederanzahl für den Sherman beigelegt und dann fehlen eben so 5, 6 Kettenglieder, was echt ziemlich nervig ist. Ich habe mir dann von dem anderen Dragon Sherman ein paar Kettenglieder gemopst, die habe ich hier eingebaut in diesem Bereich. Ja, die sind nicht ganz identisch von der Optik. Ja, ich denke mal, am Ende wird man es nicht wirklich sehen, wenn ich da ein bisschen Schlamm und Dreck noch drauf schmiere. Aber das sind so Sachen, die ärgern mich halt immer tierisch. Da legt man irgendwelche 70 € hin für so einen tollen Dragon-Bausatz und dann ist das eigentlich nicht baubar, so wie es ist, weil einfach ein paar Teile fehlen. Also das sind irgendwelche Teile, sondern halt wirklich entscheidende Teile. Das ist echt eigentlich ein Witz. Also Dragon ist, sage ich mal, mittlerweile wirklich nicht mehr das Nonplusultra. Das war früher mal so, ich sage mal so bis 2010 waren die echt super und Marktführer. Da kam auch nichts ran. Aber mittlerweile wissen die gar nicht mehr, was sie tun offensichtlich. Also echt ein Witz. Trotzdem, abgesehen davon hat mir das eigentlich schon Spaß gemacht, der Bausatz. Sieht ja auch gut aus. Also da kann man eigentlich nicht meckern. Ja, dann noch ein paar Worte zur Zuladung. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Also alles, was da so gelb ist, das sind Teile von Verlinden, die ich noch hatte. Und die übrigen Teile, die kommen einfach aus meiner Restekiste. Ja, weiß ich gar nicht, wo die Sachen alle herkommen. Aber sie passen ganz gut drauf.
aufs Motordeck. Das ist auch so eine Sache, wenn man sich da Fotos anschaut von diesen Fahrzeugen aus der Zeit, die waren immer schwer beladen mit allerlei Ausrüstung. Da müsste eigentlich noch 3-mal mehr auf das Fahrzeug, aber so viel Gerümpel habe ich leider nicht. Aber trotzdem, ein bisschen Zuladung muss sein und das passt hier eigentlich auch ganz gut. Ja, und ergänzend habe ich dann noch ein bisschen Bleifolie dazwischen gemogelt, so als Plane. Da kann man auch ein paar gute Übergänge erzeugen zwischen den einzelnen Ausrüstungsgegenständen. Ja, als nächstes werde ich mir dann Gedanken machen, wie der Sockel aussehen soll. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ja, wie gesagt, könnte was werden, was irgendwie in einem Dorf sich abspielt oder in einem Waldstück oder wie auch immer. Muss ich mal schauen. Ich möchte den Sockel auch relativ klein halten. Ich finde das eigentlich ganz reizvoll. Ja, davon werdet ihr dann bei Zeiten noch mehr erfahren. Vermutlich im nächsten Kanal-Update. Alles klar, schauen wir uns jetzt an, welche Bausätze ich mir sonst noch so zugelegt habe seit dem letzten Update. Ja, neben den üblichen Dingen wie Figuren und Fahrzeugen habe ich mir auch 3 Fluggeräte zugelegt. Ja, diese beiden japanischen Maschinen, die finde ich eigentlich sehr interessant. Die neue Zero von Academy, die soll ja super sein. Deswegen habe ich mir die mal zugelegt. Und die Nick finde ich eigentlich auch ganz cool. Ich mag diese zweimotorigen schweren Jäger eigentlich total gern. Auch was jetzt zum Beispiel die Bf 109 angeht oder Ju-88 und so. Die finde ich eigentlich total spannend. Ja, und der dritte im Bunde, das ist die Bayraktar-Drohne von Clearprop, auch im Maßstab 1:48. Ja, ein schöner Bausatz. Bayraktar wollte ich eigentlich schon lang haben, aber irgendwie hat sich da noch keiner bemüßigt, eine im Maßstab 1:35 rauszubringen. Na gut, nehmen wir mal die 48er derweil, die ist ja auch ganz schön. Ja, und ansonsten ein paar Fahrzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg, ein paar moderne Fahrzeuge, zum Beispiel dieser Cossack Panzerwagen, den finde ich ganz interessant, und auch ganz neu der Kanonenjagdpanzer von Das Werk, auch ein schönes Teil. Ich mag das Fahrzeug total gern. Der Revell-Bausatz, den will man eigentlich nicht bauen, der war noch nie gut. Da wurde es schon mal Zeit, dass da ein vernünftiger Bausatz rauskommt. Und Das Werk hat ja eigentlich auch wirklich ein gutes Gespür dafür, was so auf dem Markt gefragt und gesucht ist. Und dann schließen die ganz gezielt die wichtigen Lücken. Das ist eigentlich echt cool. Ich hoffe, da kommt noch mehr aus der Richtung. So, worauf könnt ihr euch jetzt so in den nächsten Wochen freuen? Ich habe 2 Buchbesprechungen für euch vorbereitet. Ein Buch handelt von der bulgarischen Panzerwaffe im Zweiten Weltkrieg und das andere Buch ist ein Geschichtskompass zur Schlacht in der Normandie 1944. Beides sehr spannende Themen. Was Videos angeht, da hätte ich gern ein bisschen mehr vorbereitet, aber es ging einfach nicht krankheitsbedingt. Trotzdem, ich habe ein Präsentationsvideo von der Semovente natürlich noch in der Hinterhand. Das ist schon fertig. Und dann haben wir natürlich noch
ein Video über die Show in Telford und natürlich die Videomodel Show, die dann auf euch zukommt. Und beim Rest lassen wir uns mal überraschen, was da noch so dazwischen kommt. Bausatzbesprechungen, vielleicht bekomme ich noch was fertig, das Sonderkraftfahrzeug 247 zum Beispiel. Müssen wir mal schauen, was da noch so kommt. Da habe ich jetzt konkret noch keine Pläne. Lasst euch einfach mal überraschen. Gut, damit wären wir am Ende dieses Kanalupdates. Ich hoffe, ihr fandet dieses Video interessant, hilfreich und auch vielleicht ein bisschen unterhaltsam. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.